Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Ja, wir beginnen heute mit der nächsten Lektion. Wir beginnen heute mit Lektion 6 in unserem Kursbuch. Lektion 6. Fangen wir damit an heute. Ja, bitte machen Sie die Bücher auf. Ganz schön mobil. Lektion 6. Ganz schön mobil. Mobil? Ja, es ist fast so wie im Englischen. Mobile, mobil, mobil sein, also in der Stadt mobil sein, in der Stadt irgendwohin gehen können oder fahren können, etc. Ja, okay. Was sehen wir auf den Bildern am Anfang der Lektion? Am Anfang von der Lektion haben wir wieder, wie immer, eine kleine Bildergeschichte. Wir haben eine kleine Bildergeschichte und da haben wir nochmals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bilder. Ja? Und was sehen Sie auf den Bildern? Auf dem ersten Bild zum Beispiel auf dem ersten Bild ist jemand im Auto, ja, und was gibt's auf der Straße? Zu viele Autos, ja, zu viele Autos, sehr gut, zu viele Autos, das ist der Stau, zu viele Autos auf der Straße, ich kann nicht fahren, ich bin, ja, im Stau. Ja, a Traffic Jam ist ein Verkehrsstau oder Stau. Und auf dem zweiten Bild, ja, die Frau fährt wahrscheinlich mit dem Metro, mit der U-Bahn oder der S-Bahn, mit der Metro. Was hat der Mann auf dem Bild 3? Ja, der hat ein sogenanntes Navi, ein Navigator. Und die Frau sitzt in der U-Bahn oder der S-Bahn, im Metro. Okay. Und dann, ja, der Mann kommt irgendwo hin, die Frau. What is to wait? Ja, warten. Warten is to wait. Und dann, endlich sind die beiden zusammen, der Mann und die Frau sind zusammen und sie gehen in einen Saal. Ja, okay. Also, haben wir kurz gesehen, was wir auf den Bildern sehen? Versuchen wir mal die Aufgabe 1a. 1a. Was haben Tamara und Leon, also jetzt haben die Leute auch Namen, das ist Tamara und der Mann heißt Leon. Was haben Tamara und Leon vor? Vorhaben. Was haben Tamara und Leon vor? Vorhaben. To have a plan, maybe. Zum Beispiel, was haben Sie heute vor?
Es ist ein trennbares Verb, vorhaben. Was haben Sie heute vor? What is your plan for today, for example? Yeah. Was haben Sie heute vor? What is your plan? What do you plan to do today? What is your plan for today? Was haben Sie heute vor? That is in the sense in which the verb vorhaben is used. Vorhaben. It can also have a noun form, which is das Vorhaben, which is a plan. For example, if you are applying for a research scholarship, what is research? Deutsch? Ja, die haben wir schon gelernt. Das Studium is the university study and die Forschung. Die Forschung is research. So, Forschung plus Vorhaben, das Forschungsvorhaben would be a research plan. Ja? Forschungsvorhaben, ja. Also, was haben, zurück zum Text, was haben Tamara und Leon vor? What are they planning? What's their plan? Ordnen Sie und nummerieren Sie die 4 SMS. Die 4 SMS-Nachrichten. Bitte ordnen Sie und nummerieren Sie diese 4 SMS. Zum Beispiel, bin bis 6 in der Firma, fahre dann schnell nach Hause, essen und duschen, schaffe es locker. Schaffe es locker, schaffen, schaffe. Ein anderes wichtiges Verb, schaffen. Schaffen, schaffen hat geschafft basically means to manage, to do something. Ich schaffe es. I'll do it. I'll manage to do it. Ich schaffe es. Ja? Ich schaffe es locker. Was sagt Leon? Also wir nehmen an, das ist Leon. Ich schaffe es locker. Locker. Easily. No problem. Ich schaffe es locker. But schaffen also this is a regular verb. Schaffen, hat geschafft, as you can see. But schaffen also has an irregular form, if you want to call it that, which is to create. And then its perfect is hat geschaffen. Also zum Beispiel, wenn Sie an Gott glauben, so if you are a believer, wenn Sie an Gott glauben, dann sagen Sie, Gott hat die Welt geschaffen. This schaffen is irregular, that's why we are marking it with, das ist deshalb. Deshalb markieren wir dieses Verb mit einem Sternchen. Das ist unregelmäßig, bedeutet to create und
Perfekt hat geschaffen. Ja? Schaffen hat geschaffen. Zum Beispiel Gott hat die Welt geschaffen. Das weiß ich nicht, aber könnte man sagen, kann man sagen. Ja? Okay, schaffe es locker. Also, dann kommt unsere zweite hier Nachricht. Morgen Abend Konzert in der Philharmonie. Kommst du mit? Liebe Grüße, Tamara. Da haben wir es. Morgen Abend Konzert in der Philharmonie. Kommst du mit? Liebe Grüße, Tamara. Das ist jetzt ganz klar. Wer schreibt diese Nachricht? Das ist Tamara. Und es gibt ganz genaue Informationen hier. Morgen Abend Konzert. Sie hat einen Plan. Morgen Abend Konzert in der Philharmonie. Kommst du mit? Ja? Liebe Grüße, LG. Liebe Grüße. LG ist kurz für Liebe Grüße. Liebe Grüße. Ja? Habe die Karten, Treffpunkt heute 19 Uhr im Foyer. Pünktlich, bis dann. Ja, bin gern dabei. Kaufst du die Karten? Ja, also, sagen wir mal, wir wissen jetzt, Tamara beginnt die SMS-Konversation. Sie plant etwas und schickt dann Leon eine SMS-Nachricht. Morgen Abend Konzert in der Philharmonie, kommst du mit? Liebe Grüße, Tamara. Das ist dann Nummer 1. Und was sagt Leon darauf? Ja, er kommt gerne mit. Ja, bin gern dabei. Bin gern dabei. Kaufst du die Karten? Kaufst du die Karten? Ja, das ist dann, Leon sagt ja. Nummer 2. Und habe die Karten. Also, Tamara ist voll bereit. Habe die Karten. Treffpunkt heute 19:15 Uhr. Im Foyer. Pünktlich. Bis dann. Also pünktlich ist wichtig. Bis dann. Das ist dann unsere dritte Nachricht. Die kommt vielleicht am nächsten Tag, am Tag des Konzerts. Und dann sagt Leon, bin bis 6 in der Firma, fahre dann schnell nach Hause, essen und duschen, schaffe es locker. Schaffe es locker. Nummer 4. Das ist so zum Beispiel eine SMS-Konversation. Das ist so zum Beispiel eine SMS-Konversation zwischen Tamara und Leon. Sie planen einen Konzertbesuch und dann haben wir die Bildergeschichte. Was ist da geschehen? Was ist da geschehen? Kommen wir zu der Aufgabe 2. Tamara und Leon im Foyer. Also sie treffen im Foyer, ordnen Sie die Antworten zu und hören Sie dann das Gespräch. Also, da bist du ja endlich. War so viel Verkehr? Fragt Tamara. Ja, dann kommen wir zu der Aufgabe 2. Tamara und Leon treffen sich im Foyer und ordnen Sie die Antworten zu und hören Sie dann das Gespräch. Das Gespräch hören wir heute nicht, aber
Wir können den Dialog zwischen oder die Konversation, das Gespräch zwischen Tamara und Leon rekonstruieren. Ja? Tamara sagt, da bist du ja endlich, war so viel Verkehr, war so viel Verkehr. Verkehr? Der Verkehr, Traffic. Ja, total. Da kommt die Antwort von Leon. Ja, total. Und es gab plötzlich war plötzlich ein Stau. Ein Stau. Und was hast du gemacht? Fragt Tamara. Was hast du gemacht? Das Navi hat mir einen anderen Weg gesucht. Ja? Zum Glück hatte ich das Navi und das Navi hat mir einen anderen Weg gesucht. Ach so, und war der schneller der andere Weg? Und war der schneller der andere Weg? Ja schon, aber dann habe ich keinen Parkplatz gefunden. Ja, der Weg war schon schneller, aber ich habe dann keinen Parkplatz gefunden. Wo stehst du denn? Fragt Tamara. Wo stehst du? Wo steht dein Auto? Nicht du, dein Auto. Wo stehst du denn heißt, wo steht, where are you parked? Not you, obviously your car. Wo stehst du denn? Im Parkhaus. Im Parkhaus. Und bei Parkhaus, ja. Und bei dir hat alles geklappt? Und bei dir, also 4 ist B. Ja, keine Verspätung bei der U-Bahn und die Straßenbahn ist auch gleich gekommen, nur du nicht. Nur du nicht. Die U-Bahn hatte keine Verspätung, aber Leon hatte eine Verspätung. Die Straßenbahn ist gleich gekommen, aber Leon ist nicht gekommen, also nur du nicht, sagt Tamara. Und Leon meint, komm, jetzt ist es aber Zeit. Komm, jetzt ist es aber Zeit. Ja, also da haben wir unsere Konversation zwischen Leon und Tamara. Noch einmal, da bist du ja endlich. War so viel Verkehr? Ja, total. Und da war auch plötzlich ein Stau. Was hast du gemacht? Das Navi hat mir einen anderen Weg gesucht. Das Navi hat mir einen anderen Weg gesucht. Ja, Moment, das machen wir noch größer, damit wir es gut sehen können. Ja, das Navi hat mir einen anderen Weg gesucht. Also lesen wir den Dialog noch einmal zwischen Tamara und Leon. Da bist du ja endlich, meint Tamara. War so viel Verkehr? Ja, total. Und da war auch plötzlich ein Stau. Und was hast du gemacht? Das Navi hat mir einen anderen Weg gesucht. Ach so. Und war der schneller, der andere Weg? Ja, schon. Aber dann habe ich keinen Parkplatz gefunden. Wo stehst du denn jetzt? Im Parkhaus. Und bei dir hat alles geklappt? Ja, keine Verspätung bei der U-Bahn und die Straßenbahn ist auch gleich gekommen, nur du nicht. Komm, jetzt ist es aber Zeit. Komm, jetzt ist es aber Zeit. Now it is time. It's time to go in. It's time for the show. It's time for the concert. Jetzt ist es aber Zeit. Ja? Das ist unser Dialog zwischen, also wir sehen, was geschehen ist. Wir sehen, was geschehen ist. Ja, Tamara fährt, haben wir schon gesagt, Tamara fährt mit der U-Bahn und dann mit der Straßenbahn und sie kommt rechtzeitig
pünktlich zum Konzert und dann muss sie warten. Warten auf Leon. Ja? Immer warten plus auf. To wait for something or somebody. To wait for is warten plus auf. Also Tamara wartet auf Leon. Ja? Und Leon, der fährt mit dem Auto, aber es gibt zu viel Verkehr. Und dann aber hat er das Navi sucht einen anderen Weg und dann kommt Leon endlich zum Konzert und dann gehen sie rein zusammen. Ja? Das ist unsere kleine Geschichte. Morgen bei der nächsten Stunde hören wir dann die Geschichte auch und machen weiter mit Lektion 6. Okay. Eine kleine Hausaufgabe. Hier haben wir gesehen, dass Tamara die U-Bahn benutzt und die Straßenbahn und Leon fährt mit dem Auto. Das sind alles U-Bahn, Straßenbahn, S-Bahn, Metro, Bus. Da sind alle, Moment, öffentliche Verkehrsmittel. Verkehr, Traffic or Transportation. Verkehrsmittel, ja, means of transport. Öffentliche, Public Transport. Öffentliche Verkehrsmittel. Ja. Und aber, was benutzt Leon? Ja, Auto oder Fahrrad oder Motorrad, ja, Motorrad oder Mofa oder Roller. Mofa would be a moped, Roller would be a scooter, Motorrad, Fahrrad, Auto. Das sind private Verkehrsmittel. Ja. Privat oder öffentlich Verkehrsmittel. Okay. Wir haben dann in der Lektion eine kleine Aufgabe. Welche Verkehrsmittel benutzen Sie? Sie. Welche Verkehrsmittel benutzen Sie? Benutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel oder benutzen Sie ein Auto, ein Fahrrad, ein Motorrad, Roller? Welche Verkehrsmittel benutzen Sie? Oder nehmen Sie den Bus, den Zug, die Bahn etc. Okay. Was sind die Vor- und Nachteile? Vor- und Nachteile. Der Vorteil, die Vorteile is advantage. So Nachteil would be, yeah, disadvantage. Advantages and disadvantages of the different means of transport. Which means of transport do you use? Ja? Okay. Und wir haben hier eine Liste von Möglichkeiten. Umsteigen müssen. Steigen is to step, climb. Einsteigen, aussteigen, climb in, climb out. Umsteigen
to change over. Okay, umsteigen, im Stau, an der Ampel stehen, an der Ampel stehen, to wait, to stand at the traffic signal, Ampel. Verspätung haben ist klar, Verspätung haben, to be delayed. Lange warten müssen ist klar. Den Anschluss verpassen, Anschluss, connection, verpassen. What happens to connections? You miss them. Ja, den Anschluss verpassen. Eine Panne haben. Mein Auto ist kaputt. Ich habe eine Panne. Okay, Panne haben, to have a breakdown. Billig, teuer sein. Was ist teurer? Mit dem Auto fahren, alleine oder Bus nehmen? Einen oder keinen Fahrplan brauchen. Fahrplan, ja, Timetable. Zur Tankstelle müssen, ja, wenn ich Fahrrad fahre, dann muss ich nicht zur Tankstelle. Ja? Aber wenn ich Auto fahre, muss ich mindestens einmal in der Woche zur Tankstelle. Ja? Eine Fahrkarte kaufen müssen, ja, wenn ich mit dem Bus fahre oder mit dem Metro in Delhi oder mit der Straßenbahn in Bremen, dann muss ich eine Fahrkarte kaufen. Lesen können. Ja, ich kann beim Fahren, soll ich nicht lesen. Aber sehr viele Leute machen das. Beim Fahren lesen sie immer SMS-Nachrichten. Ja? Lesen können, aber im Zug oder in der Straßenbahn, wenn man einen Sitzplatz bekommt, wenn man einen Sitzplatz hat, kann man ruhig sitzen und ein Buch lesen zum Beispiel oder Facebook anschauen zum Beispiel. Ja. Voll sein, aber wenn die Straßenbahn voll ist oder der Zug und man keinen Sitzplatz hat, dann ist es ein bisschen unbequem. Unbequem. Uncomfortable. Ja, bequem, unbequem, comfortable, uncomfortable. Alle Plätze besetzt sein, ja, alle Plätze sind besetzt, ich habe keinen Sitzplatz, dann ist es ein Problem. Oder keinen Führerschein brauchen. Führerschein, der Führerschein is a driving license. So, wenn ich immer mit dem Bus fahre oder mit der Straßenbahn, dann brauche ich keinen Führerschein. Ja? Okay, also bitte gehen Sie nach Hause, bitte denken Sie nach ein bisschen. Welche Verkehrsmittel benutzen Sie? Benutzen Sie den Bus, die Bahn oder Metro oder Fahrrad? Was sind die Vorteile und was sind die Nachteile? Ja, und wir machen das morgen. Oder beim nächsten, wir machen das im nächsten Unterricht. Lesen wir das vor. Ja? Welche Verkehrsmittel benutzen Sie? Was sind die Vor- und Nachteile? Bitte schauen Sie sich auch das Arbeitsbuch an. Das Arbeitsbuch Lektion 6 hat ganz nützliche Aufgaben, Übungen und schauen Sie sich das an. Das ist, glaube ich, Seite 70 im Arbeitsbuch. Zum Beispiel hier, was passt? Ordnen Sie zu und schreiben Sie jeweils einen Beispielsatz. Zum Beispiel, eine Fahrkarte
kaufen, ja, eine Fahrkarte kaufen. Zu spät kommen, zu spät kommen. Den Anschluss haben wir schon gesehen, den Anschluss muss man immer verpassen, ja, das ist F, den Anschluss verpassen. Das Fahrrad, ich nehme das Fahrrad. Okay. Ich nehme das Fahrrad nehmen. Okay, das Fahrrad nehmen. Oder zu Fuß, wir gehen zu Fuß, das haben wir gelernt. Wir gehen zu Fuß gehen. Im Stau, ja, im Stau stehen oder stecken. So, there was a very famous piece of graffiti which once I happened to see on a stretch near Cologne, I think, where you always had traffic jams. Du stehst nicht im Stau. Du bist der Stau. Ja? Du stehst nicht im Stau. You're not standing, you're not stuck in a traffic jam. Du bist der Stau. You are the traffic jam. Ja? Okay. Du bist der Stau. Also, schauen Sie sich auch das Arbeitsbuch an. Es gibt gute, nützliche Übungen. Zum Beispiel hier bei der Aufgabe 1. Was ist das Problem? Ja? Hier A. Was ist das Problem? Lukas steht im Stau. Das ist Nummer 6. Oder Lukas ist auch der Stau. Ja? B. Was sind das hier? Das. Ja, das sind Parkplätze und Lukas findet keinen Parkplatz. Also das ist 3. Lukas findet keinen Parkplatz. Oder, ja, er hat eine Panne. C. Der Motor macht Probleme. Der Motor macht Probleme. Der Motor, the engine. Oder D. Ja, der Reifen ist der Reifen. Das ist der Reifen, the tire. Der Reifen ist kaputt. D ist 4. Der Reifen ist kaputt. Die Polizei kontrolliert Lukas. Ja, die Polizei kontrolliert Lukas. Kontrollieren ist to check. Und F, Lukas muss, Polizei kontrolliert. Lukas muss an der roten Ampel stehen. Ja, die Ampel ist rot und Lukas muss an der roten Ampel stehen. Das sind dann Nummer 2. Okay. So, a lot of these exercises will give you vocabulary expressions that are useful in, or if you come to this exercise, for example, was fragen die Leute? Ergänzen Sie die Dialoge. Yeah, one more element that is introduced in lesson 6. Very quickly, we will have a look at that with the help of 2 exercises from the workbook. Das sind 2 Aufgaben aus dem Arbeitsbuch. Wir sehen hier das Wort ob. Ja? Ob is weather. Ob.
as a conjunction and it's a normal clause sentence that happens with ob. Whether, so for example, was fragen die Leute? Ergänzen Sie die Dialoge? Ja, das ist uns klar. Kommen wir rechtzeitig an? Was war das da eine Radarkamera? Gibt es hier in der Nähe eine Tankstelle? Ist das der richtige Weg? Yeah? So there are 4 options which we have. Ich bin gespannt. I think we have done the expression ich bin gespannt. I'm excited, I'm keen to know, I'm excited. Ich bin gespannt, ob wir rechtzeitig ankommen. Normal clause in which then the verb comes at the end, and if it is uncommon, a separable verb, it will come back together. Ich bin gespannt, ob wir rechtzeitig ankommen. I am excited to see whether we will arrive on time. Yeah? Ich glaube nicht. Es ist schon kurz vor 2. Dann kommen wir ja viel zu spät. Mist. Ich frage mich, war das da eine Radkamera? I'm asking myself whether we just got blitzed by a speed gun, eine Radarkamera. Yeah? Ich frage mich, ob. Then you take the entire sentence as it is, ob das da eine Radarkamera and then put the verb at the end, war. Yeah? Ob das da eine Radarkamera war. I am wondering whether that was a speed gun. Natürlich, das wird teuer. It's going to be expensive, it will cost you. Warum musst du immer so schnell fahren? Weißt du, do you know? Gibt es hier in der Nähe eine Tankstelle? Is there here close by in the vicinity a petrol pump? Eine Tankstelle. Weißt du ob? Do you know whether? Weißt du ob? Again, take the entire sentence. Ob es hier in der Nähe eine Tankstelle gibt? Oh nein, hast du wieder nicht getankt? Did you again forget to fill up? Ich habe es vergessen. Weißt du, ist das der richtige Weg? Is this a correct way? Weißt du ob? Das der richtige Weg ist? Ich glaube nicht. Mach doch mal das Navi an. Ja, das ist ein Dialog. Ja, 2 Leute fahren mit dem Auto, sie sind verspätet und sie wissen nicht, ob das der richtige Weg ist. Sie wissen nicht, ob es in der Nähe eine Tankstelle gibt oder nicht. Und sie werden geblitzt von der Radarkamera und sie wissen nicht, ob das da eine Radarkamera war und so weiter. Ja? Also das ist ein Dialog, aber wir versuchen hier das Wort, die Konjunktion ob zu lernen. Ja? Ob, whether. Also bitte machen Sie diese Aufgabe auch zu Hause wieder. Und dann haben wir eine kleine Aufgabe mit entweder wo oder ob oder wie viel. Ja? Zum Beispiel, fährst du am Wochenende nach Bonn, nach Bonn? Ich weiß noch nicht.
ob ich, ja, ob ich Zeit habe. Habt ihr schon entschieden? Habt ihr schon entschieden, ob ihr mit dem Auto oder mit dem Zug fahrt? Ja, wir fahren mit meinem Auto. Ja, wir fahren mit meinem Auto. Und wisst ihr, wo ihr schlafen wollt? In Bonn? Ja, ich kenne ein günstiges Hotel. Ein günstiges Hotel? Günstig? We've learned the word günstig. It has several meanings, but in this context, ein günstiges, this would be reasonable or good and priceworthy. Priceworthy. Günstig. Und weißt du, but günstig only here. Ein günstiges Hotel would be this. Yeah? Und weißt du, wie viel eine Nacht dort kostet? 50 € pro Person. Und weißt du, ob es auf der Autobahn viele Baustellen gibt? Baustellen, bauen, to construct, Stelle, construction sites. Ich nicht, aber mein Navi weiß, wo Baustellen sind. Warte mal kurz und so weiter. Yeah? So we see that ob, wo, and this will come again in this lesson, in lesson 6. Later on we will also learn something called the indirekte Frage oder indirekter Fragesatz, which would be, for example, what time do we reach Bonn? That's a question. But if I have to say that you are saying this to somebody else, then I would say he is asking what time we will arrive in Bonn. Okay, so that is an indirect question that I'm constructing these kind of things, and we need to basically note that, like with while and thus, with all these, with ob, with wo, with wie viel, we see that the verb comes at the end. Okay, all the ones I'm marking with a triangle, you'll realize they are all the conjugated verbs in these sentences, and they are all at the end of the sentence, which means that these are basically subordinate clauses like while and thus, and those we will encounter in lesson 6 further as well. Okay. Also, wir haben heute mit Lektion 6 begonnen. Wir haben die Bildergeschichte von Tamara und Leon gelesen und dann haben wir über Verkehrsmittel gesprochen, über private Verkehrsmittel und öffentliche Verkehrsmittel, und Sie haben eine ganz kleine Hausaufgabe. Sie denken nach und schreiben 4 Sätze oder 5 Sätze. Welche Verkehrsmittel benutzen Sie? Was sind die Vor- und die Nachteile? Was sind die Vorteile und die Nachteile? Ja? Und dann habe ich gesagt, bitte arbeiten Sie auch mit dem Arbeitsbuch, das ist sehr wichtig. Zum Beispiel die Übung hier gibt uns viel neues Vokabular. Oder das, welches Verb passt zu welchem Ausdruck? Eine Fahrkarte zum Beispiel kaufen, zu spät kommen, den Anschluss verpassen, das Fahrrad nehmen und so weiter. Und dann haben wir die Nebensätze, the clauses, ja, der Nebensatz, clause mit ob gesehen, whether,
Und dabei ist zu, bitte merken Sie, dass das Verb immer am Ende kommt. Ja? Ob und wo und wie viel. Und ich habe gesagt, wir machen noch in Lektion 6 indirekte Fragesätze und dabei ist es wichtig, dieses zu merken. Okay, dann machen wir für heute Schluss und treffen uns nächste Woche wieder. Gut, das wäre alles für heute. Vielen Dank und auf Wiedersehen.